willkommen, lieber Zwilling, zur Taroskoplegung mit Ella in der Woche 19. bis 25.11.2018. Erstmal schön, dass du da bist und dann schauen wir mal, welche Energien wir in dieser Woche haben. Du suchst dir das raus, was dir weiterhilft in deiner Situation. Mach's nicht passend, wenn es nicht passt. Also du musst dich schon angesprochen fühlen von der Legung oder von den einzelnen Punkten. Ansonsten macht das keinen Sinn. Du entscheidest ja, was du davon anwendest oder wie du das nutzt. Das ist deine freie Entscheidung. Und manchmal passt es, manchmal sogar 100% und manchmal eben nicht. Also kein Problem. Die Energie von außen ist die Königin der Kelche. Das ist Wasserenergie, Krebs, Skorpion oder Fisch. Hoppala. Krebs, Skorpion oder Fisch. Und diese Königin der Kelche ist sehr mütterlich, ist sehr liebevoll, kümmert sich. Also das ist die Energie von außen, die auf dich zukommt. So. Dann haben wir die Karte, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Dein Wunsch in dieser Woche. Deine Hoffnung und Ängste. Was gut ist für dich in dieser Woche, was nicht so gut ist und der mögliche Ausgang. Hinzu kommen noch die Tageskarten, also ein anderes Kartendeck mit den Energien für die einzelnen Tage. Und aus diesem Kartendeck schaue ich mir noch an, welche Energien du in diese Woche mitbringst. Was bringt der Zwilling in diese Woche mit oder was zeigt er zumindest nach außen? So. Da haben wir auch die Königin der Kelche. Du bist auch liebevoll und mütterlich. Ob du jetzt Mann bist oder eine Frau, spielt keine Rolle. Man kann sich trotzdem kümmern. Es kann auch schön sein, sich zu kümmern. Also passt ja wunderbar. Dann gucken wir mal die einzelnen Wochentage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. So. Wir beginnen natürlich mit der Energie, wie du dich fühlst, wie du dich selber siehst oder über dich denkst. Und da haben wir die 9 der Münzen. Unabhängig, frei. Du hast schon einiges geleistet, schon einiges erreicht. Wunderbar. Also du fühlst dich sehr wohl eigentlich. Dein Wunsch ist die Wiedergeburt. Du möchtest wie Phönix aus der Asche steigen. Du möchtest dich verändern. Du möchtest etwas, ja, neu beginnen, dich selber feiern, selbst neu beginnen, ja. Und Wiedergeburt ist meistens immer etwas, was nach einer Transformation kommt. Transformation ist der Tod, nicht der Teufel, der Tod. Und dann ist auch manchmal ein bisschen schwierig, damit klarzukommen, mit der Veränderung. Die Wiedergeburt ist, man ist fertig, man steht da und beginnt neu. Schön. Deine Hoffnungen und Ängste. Da haben wir die 8 der Münzen. Da geht es darum, dass deine Arbeit, das, was du leistest, das, was du tust, auch entsprechend gewürdigt wird. Natürlich geht es darum, dass du viel gearbeitet hast und vielleicht auch viel arbeitest, sonst hättest du ja die 9 der Münzen nicht erreicht. Du möchtest aber, dass das auch, ich sag mal, von den Oberen gesehen wird, von deinen Vorgesetzten. Ne? Das, was du oder vielleicht auch künstlerisch, was du leistest, dass es endlich gesehen wird. Gucken wir mal weiter. Gut für dich ist die 7 der Stäbe. Die 7 der Stäbe ist Feuerenergie und da verteidigst du mit Leidenschaft das, was dir wichtig ist. Das, wofür du stehst, deine Prinzipien zum Beispiel, deine Vorgehensweise, deine Arbeitsweise, was auch immer. Es ist auch irgendwo wie eine Rüstung. Ja, du bist gewappnet und du weißt, ich verteidige das, was mir wichtig ist. Ja, du verteidigst auch wahrscheinlich deine Familie, deine Freunde, was auch immer, worum es gerade geht. Du stehst dafür ein und das schafft ja auch Respekt. Nicht gut in dieser Woche ist das Ass der Münzen. Ich denke mal, dass es darum geht, dieses, was du erreicht hast, zu vergrößern. Es ist aber nicht der richtige Zeitpunkt. Das Ass der Münzen ist ein Neubeginn in Sachen Sicherheit, Stabilität, auch Familie oder Partnerschaft oder Partnerschaft, ja. Du hast die Wiedergeburt, aber jetzt ist der Zeitpunkt noch nicht reif, um wirklich einen großen Umbruch hervorzurufen. Da braucht es noch ein bisschen Zeit, also hab etwas Geduld. Der mögliche Ausgang ist die 10 der Schwerter.
Und die 10 der Schwerter spricht davon, dass ein Zyklus abgeschlossen ist, ein Zyklus der Enttäuschung. Ja, da hat dich wahrscheinlich jemand enttäuscht und ja, das sind alte Wunden, die auch erstmal heilen müssen. Ja, vielleicht ist deshalb der Zeitpunkt für einen Neustart in dem Bereich noch nicht möglich, weil du noch nicht geheilt bist. Also weil deine Wunden noch nicht, du hast zwar die Wiedergeburt, du hast dich selber wiedergefunden, aber die Wunden sind noch da. Gucken wir mal, was die Woche so sagt. Die 3 der Stäbe, Feuerenergie. Du wartest, dass deine Schiffe in den Hafen kommen und den Profit abwerfen. Ass der Münzen. Aber ich glaube, wie gesagt, dass du noch etwas warten musst, noch etwas Geduld haben musst. Die 3 der Stäbe bedeutet auch neuer Horizont, neue Dinge. Es gibt viel zu entdecken. Der Dienstag. Da haben wir den Ritter der Kelche. Ein liebevolles Angebot von dir oder etwas, was du erhältst. Du hast die Königin der Kelche von außen und auch in deinen Energien. Das passt sehr gut. Könnte ein Wasserzeichen sein, wie gesagt, Skorpion, Fische oder Krebs. Jemand, ja, der dir vielleicht eine liebevolle Offerte macht. Am Mittwoch haben wir 4 der Stäbe, sicheres Heim und die 4 Wände, alles gut, Familie, Harmonie, vielleicht eine Familienfeier, eine Familienzusammenkunft, ein Treffen, ein Geburtstag, was auch immer, eine schöne Möglichkeit, ja, diese Tradition aufleben zu lassen und auch ein bisschen zu feiern. Dann haben wir den Donnerstag, 3 der Münzen. Lass uns was aufbauen, ja, sagt diese Karte. Du möchtest etwas aufbauen, was sicher und stabil ist. Ich glaube, dass dein Problem in dieser Woche einfach bedeutet, überstürze nichts. Geh's langsam an. Ja? Weißt du, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, ja, und das vielleicht auch inniger wird, könnte ja sein, dann sprich nicht gleich von Heirat, so ungefähr. Ja, es ist jetzt überzogen, aber könnte das sowas in der Art bedeuten. Nichts übers Knie brechen. Schön durchdenken, langsam. Am Freitag haben wir die 5 der Stäbe. Das ist auch wieder so eine Rangelei. Das ist vielleicht auch ein kleiner Konflikt, vielleicht eine Meinungsverschiedenheit. Kann auch bedeuten Wettbewerb. Dass entweder du nicht der Einzige oder die Einzige bist, die diese Person umschwärmt, oder dass du umschwärmt wirst von vielen und die sich da rangeln. Ja? Und kann aber auch sein, dass du dich um eine Stelle bewirbst und es da viele Bewerber gibt. Ja, es ist halt sich mit anderen messen, Konkurrenz. Dann am Samstag haben wir wieder deine 9 der Münzen. Du siehst, was du erreicht hast. Und so ein Moment ist ja auch wichtig, einfach mal zu überlegen, was habe ich jetzt eigentlich schon erreicht? Wo stehe ich gerade? Und wofür muss ich dankbar sein? Es ist ja auch wichtig, die kleinen Dinge zu sehen. Gute Freunde, Menschen, die dich unterstützt haben, Menschen, die an deiner Seite sind, ja, jetzt nicht unbedingt ein Liebespartner. Am Sonntag haben wir die 6 der Schwerter. Es geht in ruhigere Gewässer, es wird nicht mehr so stressig, ja, und ich denke mal, dass diese Erholungsphase für dich auch ganz gut ist. Die 10 der Schwerter, ja, hat dich sicherlich auch viel Kraft gekostet. Und du brauchst ja Kraft, wenn du etwas Neues aufbauen willst. Vielleicht reicht die Kraft auch nicht. Deswegen, ja, füge dich den Gegebenheiten, schätze das, was du hast, und du bekommst ja auch viel. Nur du kannst es nicht auf einmal alles umsetzen, auch wenn du, sag ich mal, durch diese Enttäuschung da vielleicht nötig hättest, dass alles auf einmal gut wird, ja, oder der Wunsch zumindest da ist. Das kann eigentlich nicht passieren, ja, so schnell geht das leider nicht. 9 der Münzen, wie du dich fühlst. Glück, das Glück dreht sich in die Herrscherin, alles, was du anfasst, wird fruchtbar sein, wird sich für dich auszahlen, ja. Könnte auch heißen, du bist schwanger, ja, oder deine Partnerin ist schwanger, oder dass das kommt in naher Zukunft. Wir haben die Wiedergeburt, ja, etwas Neues auch.
neuer Anfang. Aber da ist die Entscheidung noch nicht getroffen, wo die Reise hingehen soll. Du musst dich auf etwas fokussieren. Wo willst du hin? Was möchtest du erreichen? Ja? Deine Hoffnungen und Ängste. Job, Anerkennung. Da warst du schon ein bisschen enttäuscht. Das hat nicht so geklappt. In der Liebe schon. Ja? Also ich denke mal, man kann nicht immer in allen Bereichen, kann man schon, wäre auch schön, ist aber meistens nicht so. Dann hat man im einen Bereich Erfolg und im anderen eine Niederlage. Ja? Das ist dann so zweischneidig. Wir haben hier, gut für dich ist die Verteidigung. Da kommt das Ass der Münzen. Das möchtest du erreichen, aber überstürze es nicht. Sollst du ja auch. Geh kleine Schritte. Page der Münzen bedeutet kleine Schritte in Richtung des Erfolges. Nicht so gut wäre das Ass der Münzen jetzt. Du musst warten, bis deine Schiffe, das hatten wir hier auch am Montag, bis deine Schiffe im Hafen sind. Und du kannst neue Horizonte erobern. Ja? Neue Horizonte, die ja auch, ich sag mal, wirtschaftlich erfolgreich gestalten. Dazu musst du mit Energie und Feuer dran arbeiten. Und dir darf natürlich nicht die Puste ausgehen. Der Ritter der Stäbe ist manchmal sehr schnell euphorisch dabei und ganz schnell gelangweilt, weil er das Interesse verliert. Also auch Disziplin, ne, und ich sag mal voranschreiten. Die 10 der Schwerter ist der Ausgang. Der Hierophant, glaube an dich selbst, nicht an andere. Wenn dir andere etwas antun, wenn andere, ja, ich sag mal, es sind ja auch nicht immer nur einzelne Personen schuld. Man trägt ja selber auch dazu bei, dass irgendwas schief läuft. Man lässt es zu oder man sagt nichts oder was auch immer. Ja? Obsession. Ja? Du sollst an dich selber glauben und nicht an Obsessionen, an Dinge, die dich vielleicht krank machen. Ja? Wenn du obsessiv liebst oder obsessiv isst oder was auch immer. Ja? Vielleicht war das auch eine Co-Abhängigkeit. Ja? Die 10 der Schwerter lässt dich einfach auch mal drüber nachdenken, was du in Zukunft vermeiden möchtest. Und deswegen ist ja auch dein Schutzpanzer hier, wo war er? Dass du aufpasst, ne? Dass dir das nicht wieder geschieht. Hier haben wir nochmal, du musst warten, bis deine Schiffe im Hafen einlaufen. Vergangenheit, Nostalgie, ja, Dinge aus der Vergangenheit. Erfolg. Ich denke, dass vielleicht Dinge aus der Vergangenheit auch erfolgreich sein können. Es könnte auch sein, dass du zum Beispiel eine Erbschaft machst aus der Vergangenheit, Münzen, ja, oder ja, weiß ich, einen Gewinn machst oder so, irgendwas in der Richtung, ja. Es kommt schon noch, aber hab Geduld. Dann haben wir den Ritter der Kelche und den Ritter der Münzen. Und der Ritter der Kelche ist Gefühl und Liebe und der Ritter der Münzen ist Arbeiten an dem, was einem dann die Sicherheit bringt. Und der Ritter der Münzen ist Erfolgsgarant. 4 der Münzen ist Festhalten. Ja? Die 4 der Münzen kann bedeuten, dass du geizig bist. Die 4 der Münzen kann bedeuten, dass du an alten Dingen festhältst, nicht loslässt. Es kann aber auch bedeuten, dass du einfach dafür sorgst, dass dein Geld zusammengehalten wird. Ja? Und der Ritter der Kelche ist halt Gefühl. Vielleicht solltest du ein Gespür dafür entwickeln, dass du Gefühl und Geschäftliches vielleicht nicht miteinander verquickst. Am Mittwoch haben wir die 4 der Stäbe. Da bist du wieder mit der Unabhängigkeit, 9 der Münzen und die Königin der Stäbe. Könnte bedeuten, dass jemand dich ja vielleicht als Partner, Partnerin in einem Geschäft möchte. Oder dass ihr ein Familienunternehmen gemeinsam gründet. Oder dass du, sag ich mal, selbstständig wirst mit jemandem zusammen. Zum Beispiel, dass ihr was aufbaut. Denn wir haben ja hier den Teamgeist. Und das ist sehr erfolgreich. Ja? Kraft, das kann dir Kraft geben. Vielleicht eine gute Methode, mit jemandem zusammen etwas Großes aufzubauen. Kann ja auch partnerschaftlich im Sinne von Liebe sein. Ne? Das musst du jetzt auf deine Situation beziehen. Freitag haben wir den Wettbewerb. Da haben wir die 8 der Kelche und das bedeutet, sich von etwas Liebgewonnenem trennen, um etwas Neues zu entdecken.
kann bedeuten, dass man aufgrund der Arbeit, dass man in eine andere Stadt ziehen muss, dass man umzieht, ne? Dass man vielleicht auch ja, sein Glück woanders sucht, in der Ferne zum Beispiel. Aber da gibt es auch viele Unbekannte. Ja, da ist der Mond ist immer das Unbekannte. Wir haben hier, ja, es könnte sein, dass du jetzt noch gar nicht weißt, dass da etwas auf dich zukommt. Vielleicht gibt es auch eine Änderung in der Firma. Ja? Dass es deshalb um Wettbewerb geht, innerhalb einer Firma zum Beispiel. Da bist du unabhängig und frei und kannst alles umsetzen mit dem Magier, was du möchtest. Ja, du hast alle Werkzeuge zur Verfügung, die du brauchst dazu. Und hier die 3 der Münzen. Ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund der Situation, die sich hier vielleicht ergibt mit den Wettbewerbern beruflich, dass du sagst, ich mache mich mit einer Freundin selbstständig. Ja, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich gehe jetzt, oder mit einem Freund, ich mache jetzt mein eigenes Geschäft auf. Und am Sonntag gehst du in ruhigere Gewässer mit einem guten Gefühl oder auch möglicherweise einem, ja, ich sag mal, nicht so guten Gefühl. Nein, aber es geht in ruhigere Gewässer mit den 6 der Schwertern. Kein Stress mehr. Wir haben den König der Kelche, die Gefühle, und der Turm lässt alles hinter dir, was du nicht mehr gebrauchen kannst. Alles, was dir nichts mehr nützt. Alles, was dir geschadet hat. Ja, vielleicht sind das auch ungute Gefühle, die du dann zurücklässt. Das ist ja auch nicht verkehrt. Wenn du dann mit der 10 der Schwerter die Enttäuschung hinter dir lässt, lässt du vielleicht auch diese negativen Gefühle. Das wäre gut. Das wäre richtig gut. Gucken wir mal, was die Orakelkarte sagt. Geduld, was ich eben sagte. Ich erkenne, dass alles einer göttlichen Ordnung gemäß geschieht. Also vielleicht diese Idee schon mal, ne, zumindest in Erwägung ziehen, aber noch nicht durchführen. Ja? Das Ass der Münzen sagt ja, ist nicht der richtige Zeitpunkt. Die andere Orakelkarte sagt, Wellen des Wohlstands. Neue Fülle und spannende Chancen überfluten dich gerade. Ja, vielleicht hast du auf einmal so viele gute Ideen, gute Chancen, gute Angebote, dass du gar nicht mehr weißt, was du wählen sollst. Dann solltest du dich auf jeden Fall zurückziehen, ja, darüber nachdenken und das, was dir nichts mehr nützt, hinter dir lassen. Ja? Und somit bekommt auch die Turmkarte eine bessere Bedeutung. Ne? Ich denke mal, dass es darum geht, Veränderungen hervorzurufen. Du hast hier die Wiedergeburt. Ja? Neue Dinge, neue Entwicklungen, und überstürzt das nicht. Ja? Viele Leute überstürzen das dann, weil sie denken, jetzt oder nie, weil es so lange gedauert hat. Aber lass dir auch in diesen Entscheidungen Zeit, lass dich nicht hetzen und hetz dich auch nicht selbst. Ja? Bleib cool. Du bist ein Luftzeichen und kannst analytisch die Dinge angehen, und das solltest du gerade im Berufsbereich da auch tun. Ich wünsche dir auf jeden Fall den größtmöglichen Erfolg, ja, auch wenn es um die Liebe geht, natürlich. Ich würde mich über ein Däumchen hoch freuen, wenn ich dir helfen konnte, und natürlich über deine Kommentare am Ende der Woche. Alles Liebe für dich und viel Erfolg. Bis bald. Tschüss.